Hallo und herzlich willkommen zu unserem Amada Faserlaser Schweiß-Webinar in unserem Solution Center hier in Haan bei Düsseldorf. Mein Name ist Axel Wilun, ich bin unter anderem Produktmanager für den schweißtechnischen Bereich und mit uns dabei ist auch wieder unser KI-basierter virtueller Freund Marc. Hallo Marc. Hallo und herzlich willkommen an alle Teilnehmer, schön wieder dabei zu sein. Nach dem großen Interesse, dem positiven Feedback aus dem vergangenen Jahr haben wir uns nun entschlossen, diesen zweiten Teil des Amada Faserlaser Schweiß-Webinars durchzuführen. Die Inhalte sind im Besonderen die Grundlagen für das erfolgreiche Faserlaserschweißen, Vorteile und Nutzen der Amada Faserlaser Schweißzellen und ein Einblick in die Amada One-Welt. Hierzu auch die erste Frage an unseren virtuellen Kollegen Marc. Was ist überhaupt Amada One? Amada One ist kein einzelnes Produkt oder eine einzelne Maschine, sondern steht für die ganzheitliche Lösungsstrategie der Amada Group. Es ist ein Konzept, das die verschiedenen Geschäftsbereiche und Produkte von Amada zusammenführt. Im Prinzip geht es darum, alles aus einer Hand anzubieten und dabei die neuesten Technologien, einschließlich Industry 4.0 und Automatisierung, zu integrieren. Heute fokussieren wir uns in Bezug auf die Schweißtechnologie speziell auf die Bereiche der Amada GmbH und der Amada Welttec GmbH. Okay, die Amada GmbH dürfte dem einen oder anderen geläufig sein, aber was macht die Amada Welttec GmbH? Amada Welttec ist ein spezialisierter Geschäftsbereich der Amada Group, der sich auf Mikroverbindungstechnologien und Präzisionsmetallbearbeitung konzentriert. Der Fokus liegt in einigen hochpräzisen Anwendungsbereichen. Typischerweise ist dies im Automotive-Bereich, der Elektromobilität, dem gesamten Bereich der sogenannten Smart Devices, der Medizintechnik sowie der Luftfahrtindustrie und vielem mehr. Können Sie sich vorstellen, dass Amada Welttec-Technologie und die dazugehörigen Maschinen praktisch bei jedem Smartphone weltweit Anwendung finden? Im Automotive-Bereich ist das zum Beispiel auch bei den Airbags so. Amada Know-how spielt in vielen Produkten des täglichen Umgangs Anwendung, ohne dass dies auf den ersten Blick auffällt. Ich glaube, dass die wenigsten unserer Zuschauer dies wussten. Aber wie sieht es denn mit der Laserschweißtechnologie seitens Amada im typischen Blechbereich aus? Kannst du hierzu noch etwas sagen? Ja, gerne. Die Schweißtechnik bei Amada hat durchaus schon eine lange Historie, so wurden die ersten JAK-Festkörper-Laserschweißzellen bereits 1990 vorgestellt. In 2011 wurde dann die erste Generation der FLW mit einem 4 Kilowatt Faserlaser präsentiert, damals noch mit einer Strahlquelle eines Partnerunternehmens. Es war sehr schnell klar, dass die Schweißtechnologie ein Kernprodukt bei Amada werden würde, und somit wurde auch schnell klar, dass man auch hier, wie bei den Schneidlasern, auf eine eigene Strahlquelle zurückgreifen würde. In der Konsequenz wurde die ENSE-Strahlquelle mit der variablen Strahlanpassung 2017 in die FLW implementiert, was zu einem enormen Technologiesprung geführt hat. In 2023 wurden dann erstmals die neuen Generationen der Baureihen FLW Ensys E und FLW LE vorgestellt. Wie viele dieser FLW-Schweißzellen wurden denn bislang überhaupt installiert? Insgesamt wurden bereits weltweit über 500 Anlagen der FLW-Faserlaser-Schweißzelle installiert. Dies beinhaltet noch nicht einmal die vielen JAK-Laser-Schweißzellen, die bereits vor der FLW auf dem Markt waren. Bevor wir zu den Voraussetzungen und Grundlagen der Faserlaser-Schweißtechnik kommen, kannst du uns mal einen kleinen Überblick zur strategischen Ausrichtung von Amada geben? Amada hat völlig konträr zum momentanen Markttrend viel Geld aufgewendet, um seine Position im Markt weiter auszubauen. So wurden weitere Firmen akquiriert und neben den bereits bestehenden Solution Centern und Vorführzentren in ganz Europa wurde ein Schweißkompetenzzentrum in Norditalien bei Piacenza gebaut und in 2024 in Betrieb genommen. Hier wird das gelebt, was künftig bei Amada eine immer wichtigere Rolle spielen wird, die Idee von Amada One. Kannst du das bitte noch etwas näher erläutern? Dieses Schweißkompetenzzentrum, das sogenannte Welding Technical Center, zeigt nicht nur die Produkte von Amada, sondern auch einen Großteil des Portfolios von Amada Welttec. Es hat sich gerade in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass viele Kunden von Amada auch Bedarf an Produkten von Amada Welttec haben und natürlich auch andersherum. Hier kann ein enormer Synergieeffekt generiert werden. Amada One wird künftig eine noch wesentlich größere Rolle spielen, da viele weitere Bereiche hinzukommen werden, für die uns heute leider die Zeit fehlt. Das macht sicherlich Sinn und das Amada One-Thema bietet genügend Stoff für viele weitere Gespräche. Aber lass uns jetzt erst einmal über das konkrete Thema Laserschweißen bei der Amada GmbH sprechen. Hier gibt es ja einiges, was man wissen sollte und was man gegebenenfalls berücksichtigen muss.
Wie sieht es denn mit der Materialauswahl und der Schweißbarkeit von Materialien aus? Ich habe hier mal eine Liste mit Werkstoffen erstellt, anhand derer wir sehr schön sehen können, was gut schweißbar ist, oder wo es eventuell Einschränkungen gibt. Edelstähle lassen sich im Prinzip immer sehr gut schweißen, hier kann man mit dem Faserlaser auch einiges herausholen. Bei Kohlenstoffstahl kommt es tatsächlich auf die prozentuale Zusammensetzung an. Bei Aluminiumlegierungen der Serie 6000 wird üblicherweise Schweißdraht verwendet, da das wärmebehandelte Material ohne Zusatz zur Bildung von Heißrissen neigt oder einen Festigkeitsverlust erleiden kann. Die Schwierigkeit liegt in der dünnen, aber sehr widerstandsfähigen Oxidschicht. Diese weist einen Schmelzpunkt auf, der deutlich höher liegt als beim reinen Aluminium, nämlich bei 2050 Grad statt 660 Grad. Wenn diese Oxidschicht nicht richtig aufgebrochen wird, kann sie ungewollte Einschlüsse verursachen. Durch den Zusatzdraht können diese Probleme umgangen werden. Bei Werkstoffen wie Titan muss man Vorsicht walten lassen, da Titanstaub sich in entsprechenden Konzentrationen leicht selbst entzünden kann. Kupferlegierungen können auch mit dem Faserlaser geschweißt werden, allerdings sind je nach Aufgabenstellung Grün- oder Blaulichtlaser im Vorteil. Welche Parameter sind beim Laserschweißen entscheidend und wie wirkt sich es aus, wenn die Parameter nicht optimal erfüllt werden? Grundsätzlich muss man zwischen den Laserparametern und den Materialparametern unterscheiden. Beim Laser sind das die Laserleistung, bzw. ob und wie die Energie ins Material eingebracht werden kann. Die Pulsdauer und Pulslänge, sowie die Fokuslage, der Fokusdurchmesser und die Fokustaille. Die Materialparameter sind die Absorption, also wie bringe ich die Energie ins Material ein, wie stark wird der Laserstrahl reflektiert, die Leitfähigkeit des Materials sowie der Schmelzpunkt. In Abhängigkeit dieser Parameter kann von rein gar nichts bis hin zum unkontrollierten Materialaufwurf alles passieren, aber gewollt ist ja, dass man das Material so zum Schmelzen bringt, dass man das thermische Fügen, also den Schweißvorgang generiert. Was sind denn typische Voraussetzungen für das Schweißen mit dem Faserlaser? Grundsätzlich sind kleine, gleichbleibende Spaltmaße von Vorteil und Teile ohne oder nur mit kleinen Radien. Durch die variable Strahlanpassung, das Weaving und der Einsatz von Schweißdraht ermöglicht den FLW-Schweißzellen jedoch einen größeren Aktionsradius, wie wir nachher noch sehen werden. Die Paarung unterschiedlicher Materialstärken macht beim Parallelstoßschweißen durchaus Schwierigkeiten, hier sollte man auf ausgewogene Paarungen achten. Wo du gerade das Parallelstoßschweißen ansprichst, welche schweißtechnischen Verbindungen gibt es eigentlich und was sind die Vorteile der Armada Ensys-Technologie in diesem Zusammenhang? Ich habe hier mal die gebräuchlichsten Schweißverbindungen zusammengetragen. Auf dieser Grafik ist links die Tiefschweißung zu sehen. Entscheidendes Merkmal ist die tatsächliche Einschweißtiefe, sie bestimmt letztlich die Festigkeit der Verbindung. Die Armada Ensys-Technologie und die Möglichkeit, die Strahlform und somit die Energieverteilung im Strahl variabel anzupassen, erlaubt mit geringerer Leistung größere Einschweißtiefen als bei herkömmlichen Systemen, was ein unschätzbarer Vorteil ist. Beim Überlappstoß wird durchgeschweißt, wobei hier eine etwas breitere Strahlform gewählt wird. Auch hier ist die Ensys-Technologie klar im Vorteil, weil sie programmgesteuert die Strahlform binnen Millisekunden anpassen kann. Beim T-Stoß wird eine sogenannte Kehlnaht gelegt, wenn nötig oder gewünscht sogar in mehreren Lagen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Geometrie im Auge zu behalten, da es hier zumindest bei konventionellen Systemen durch Unachtsamkeit schnell zu Kollisionen führen kann. Der Eck- und Parallelstoß ist ein gebräuchliches Mittel zum Beispiel bei Gehäusen. Hier ist ein faserlaserbasiertes System wie die FLW-Baureihe von enormem Vorteil, weil es extrem schnell, hochpräzise, ohne thermische Deformation und vor allem meist ohne Nacharbeit auskommt. Voraussetzung ist eine präzise Ausrichtung der Bauteile und gegebenenfalls eine gute Vorrichtung. Wenn wir über die Vorteile der FLW-Baureihe sprechen, wie sieht dies denn in der Praxis aus? Kannst du uns mal Beispiele zeigen? Selbstverständlich. Nehmen wir mal die thermische Deformation. Beim konventionellen Wickschweißen tritt leider sehr schnell ein thermischer Verzug am Teil auf. Man sieht das sehr schön bei diesem Teil, wo an den Messstellen ein Verzug von 3 mm und mehr auftreten kann. Die Folge ist, dass man das Teil nicht verwenden kann oder zumindest Nacharbeit in nicht unerheblichem Maße leisten muss. Bei der FLW spielt der Verzug keine Rolle, er liegt in der Regel bei diesem Teil unter 0,8 mm. Interessant sind die Zeiten, die man aufwenden muss, um dieses Teil zu fertigen. Während die Laufzeit beim konventionellen Wickschweißen bei 43 Minuten pro Teil inklusive der Nacharbeit liegt, benötigt die FLW nur 13 Minuten inklusive der Rüstzeit, wobei keine Nacharbeit erforderlich ist.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist das größte Problem, dass beim Wickszweißen alle Schritte, inklusive Nachbearbeitung, von gut ausgebildeten Fachkräften erledigt werden müssen. Das macht die Teile teuer, sofern solche Fachkräfte überhaupt verfügbar sind. Auf dieser Folie sehen wir ein typisches Praxisbeispiel. Vorgabe sind 3 Bauteile, die in 20, 40 bzw. 10 Stück zu fertigen sind. Während beim konventionellen Wickszweißen insgesamt 42 Stunden inklusive Nacharbeit aufgewendet werden müssen, kommt die FLW mit nur 11 Stunden aus. Das heißt, sie schafft die über dreifache Kapazität bei erheblich weniger Fachkräfteeinsatz. Es gibt ja im Markt nur eine relativ überschaubare Anzahl an Anbietern von roboterbasierten automatischen Faserlaserschweißzellen. Was sind wichtige Kriterien, die eine solche Anlage erfüllen sollte und die für einen Kunden von Vorteil sind? Viele Kunden wünschen unter anderem eine externe Programmierung, die hilft, die Produktivzeit einer solchen Schweißzelle zu maximieren. Dies ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass die gesamte Prozesskette des Blechs von existenzieller Bedeutung für den späteren Schweißprozess ist. Daher muss bereits vor dem ersten Zuschnitt klar sein, wie die Bauteile anschließend gefügt werden sollen. So ergeben sich andere Zuschnittmaße, wenn man einen Überlappungsstoß schweißen will oder einen Stumpfstoß. Hier ist das Thema aber noch nicht zu Ende, denn auch den Biegeprozess mit der entsprechenden Werkzeugpaarung und der daraus resultierenden Biegeverkürzung muss man berücksichtigen. Wenn eine Software diese Betrachtung nicht leisten kann, so erhöht sich der Programmieraufwand signifikant. Sinnvollerweise sollte auch die Vorrichtung in der Programmierung berücksichtigt werden, denn erst eine ganzheitliche Betrachtung ermöglicht es, die Stärken einer solchen Laserschweißzelle voll auszuschöpfen. Das ist genau der Grund, warum Amada die WPSS-4IE-Software vorgestellt hat, richtig? Genau so ist das. Eine Laserschweißzelle, die in größerem geteacht werden muss, verliert enorm an Produktivität, was wiederum den Stundensatz merklich in die Höhe schnellen lässt. Auf diesem Schaubild habe ich einmal die Bausteine der Amada-Schweißtechnologie aufgeführt. Wie eben bereits gesagt, ist der erste Baustein die WeltCam-Software. Sie ermöglicht eine komplette Offline-Programmierung inklusive 3D-Darstellung. Diese Ansicht kann als Rüsthilfe auf dem Robotermonitor dargestellt werden und vereinfacht unter anderem das Einrichten der Vorrichtung und des Bauteils. AITAS ist eine KI-basierte Weiterentwicklung des bekannten Teach Assist Systems. Diesem System liegen rund 2 Millionen Parameter zugrunde, die Amada in Zusammenarbeit mit Universitäten ermittelt hat. Ob und wie weit die KI dann eingreift, kann vom Anwender bestimmt werden. In der Serie ist AITAS sehr hilfreich, da es immer wieder den tatsächlichen Spaltverlauf erfasst, mit den digital hinterlegten Informationen vergleicht und gegebenenfalls Anpassungen vornimmt. Hierdurch wird beim Roboterschweißen eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit und Qualität gewährleistet. Zeige doch bitte mal ein Beispiel auf, wo uns die Softwareumgebung der WPSS-4IE helfen kann. Ja, gerne. In diesem Kundenbeispiel gab es ein Produkt des Kunden, das in der Vorbereitung den Schweißprozess nicht optimal zur Geltung brachte. Unter 1 sieht man, wie das Produkt vorher gefertigt wurde. Diese Ecke ist ohne weiteres schweißbar, allerdings nur mit Einsatz von Schweißdraht, was wir unter 2 sehen. Nachteil ist hier, dass der Prozess langsamer wird und durch die Ausgestaltung der Ecke eine thermisch bedingte Verfärbung auftrat. Dieses Ergebnis würde in jedem Fall eine Nacharbeit erfordern. Mittels der Amada VPSS-4i Software wurde diese Ecke so umgestaltet, dass man sie ohne Schweißdrahtzusatz und ohne den sonst üblichen thermischen Einfluss schweißen konnte. Unter 4 sieht man sehr schön das nacharbeitsfreie Endergebnis. Jetzt wird es spannend. Was gibt es sonst noch für Beispiele, wo einem die Software helfen kann, den Prozess zu vereinfachen und den Gewinnertrag am Teil zu verbessern? Das ist genau der Punkt. Die Software spielt eine sehr wichtige Rolle in der Gesamtbetrachtung. Nehmen wir mal dieses Bauteil. Die Geometrie ist schwer und wenn überhaupt nur mit teuren Spezialwerkzeugen herzustellen. In diesem Fall hat sich sehr schnell ergeben, dass es sinnvoller ist, dieses Bauteil in Einzelteilen zu fertigen und später zu schweißen. Ein weiterer Aspekt ist der Einsatz von Fügehilfen. Hier gibt es eine große Anzahl an Lösungsmöglichkeiten. Fügehilfen, wie der Name schon sagt, helfen Teile einfacher und besser auszurichten und gegebenenfalls in Position zu halten, um einfacher schweißen zu können. Viele dieser Fügehilfen sind ganz einfach über Standardfunktionen auf einer Stanzmaschine oder einer Stanz-Laser-Kombinationsmaschine von Amada herzustellen. Ein Thema, was auch häufig eine Rolle spielt, ist das Verquetschen von Ecken. Hier gibt es verschiedene Freischnittfunktionen sowie der sogenannte Venous Cut. Dieser verhindert auf ganz einfache Art und Weise die ungewollte Materialdeformation an einer Ecke, was sonst zu aufwendigen Nacharbeiten führen würde.
Auf den unteren Bildern sieht man noch einen weiteren entscheidenden Punkt, nämlich die Materialausnutzung bzw. den Verschnitt. Wenn das Bauteil wie oben links zu sehen auf der Tafel verschachtelt wird, benötigt man sehr viel mehr Bleche, um eine gewisse Anzahl an Teilen zu fertigen. Wählt man aber die Fertigungsmethode oben rechts, so kommt man mit erheblich weniger Blechen aus. Wenn man davon ausgeht, dass der Materialeinsatz über die Hälfte der Produktionskosten ausmacht, so kann man schnell ermessen, welche Einsparung sich hier ergibt. Das lässt manches in einem neuen Licht erscheinen. Ich würde jetzt gerne noch auf die FLW-Baureihe von Armada eingehen. Schön wäre es noch einmal, die wesentlichen gemeinsamen und die Unterscheidungsmerkmale herauszustellen. Nun, im Wesentlichen besteht die FLW-Baureihe aus 2 Modellen in verschiedenen Ausbaustufen. Zum einen die FLW LE als kompaktes, kostengünstiges Einstiegsmodell. Und die FLW Ensis E, die perfekte Allround-Maschine mit bis zu 6 Kilowatt. Beide Modelle haben als Standard die AMNC4IE-Steuerung, eine sehr leistungsstarke Multimedia-Steuerung, die auch weniger erfahrene Bediener optimal unterstützt. Ein besonderes Merkmal ist die integrierte Face ID. Wenn ein Bediener mit seinem Profil angelegt ist, kann er im besten Fall sogar in seiner eigenen Landessprache die Anlage bedienen. Entsprechende Zugriffsberechtigungen können individuell vergeben werden, somit kann der jeweilige Bediener immer nur in den Bereichen Änderungen vornehmen, die für ihn vorgesehen sind. Eine weitere Funktion, die im Schweißprozess absolut unverzichtbar ist das Weaving, also das Strahlpendeln. Diese Funktion ist ungemein wichtig in puncto Schweißspaltüberbrückung, Schweißgeschwindigkeit und Qualität. Durch das Pendeln des Strahles kann der Energieeintrag ins Material ganz anders gesteuert werden. Ein wesentlicher Vorteil ist auch, dass man im Prinzip fast keinen Materialauftrag hat, das heißt, dass dieser auch nicht weggeschiffen werden muss. Aber kommen wir jetzt zunächst mal auf die unterschiedlichen Einsatzmerkmale der beiden FLW-Baureihen. Welche Maschine setzt man wofür ein? Die FLW LE ist die klassische Faserlaser-Einstiegsmaschine, kompakt im Aufbau, kostengünstig in der Anschaffung, aber dennoch eine vollwertige Laserschweißzelle. Der Vorteil liegt eindeutig im Bereich von Serienprodukten sowie in komplexen Bauformen, wo größere Schweißköpfe vielleicht Probleme bekommen können. Außerdem haben sich Kunden, je nach den örtlichen Platzverhältnissen, eine solch kompakte Anlage gewünscht. Die FLW Ensis E ist die perfekte Allround-Maschine, die mit ihrer Gesamtperformance deutlich herausragt. Ob Hoher-Teile-Mix, Klein- oder Großserien, selbst größere Bauteile meistert sie mühelos und sorgt für maximale Flexibilität in der Produktion. Lass uns nochmal auf die FLW LE zurückkommen. Würdest du diese Maschine und ihre Eigenschaften bitte etwas näher beleuchten? Die FLW LE arbeitet mit einer 3 Kilowatt Faserlaserstrahlquelle und verfügt über einen 6-Achsen-Industrieroboter. Die Bauform wurde so konzipiert, dass man mit einer sehr kleinen Stellfläche auskommt. Im direkten Vergleich kann man das hier links sehr eindrucksvoll sehen. Ein entscheidendes Merkmal war auch das Design des Schweißkopfes. Ziel der Entwicklungsingenieure war eine sehr schlanke, kompakte Bauform, damit man auch kleinere, kompakte Bauteile inwendig schweißen kann. Anhand dieses Kastens, der die Maße 300 x 300 x 300 mm aufweist, zeigt sich auf den ersten Blick, wie hilfreich dieses schlanke Schweißkopfkonzept ist. Andere Schweißkopfsysteme kommen hier sehr schnell an ihre Grenzen. Die Weaving-Einheit und ihre Vorzüge hatten wir eben schon besprochen. Sie war von Anfang an ein ganz wesentliches Element bei den Armada-Schweißzellen. Auf Wunsch kann die Anlage auch mit einer Schweißdrahtzuführung geliefert werden. In dieser Videosequenz sieht man sehr schön, wie auch eine Hülse mit Innengewinde in einem Zug rundum sauber verschweißt wird. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir mit der FLW Ensis E noch alles herausholen können. Was sind denn die besonderen Merkmale dieses Modells? Die FLW Ensis E ist das momentan vielleicht herausragende Produkt auf dem Markt. Übereinstimmende Kundenaussagen bringen das ganz klar zum Ausdruck. Was die FLW Ensis E so besonders macht, ist die Bündelung des geballten Know-hows von Armada und die konsequente Weiterentwicklung, um das Produkt immer noch besser zu machen. Dieses Modell gibt es mit 3 oder 6 Kilowatt. Eines der zentralen Elemente der FLW Ensis E ist die Armada-eigene, variable Strahlanpassung. Mit ihr können die Strahleigenschaften und die Energieverteilung in Millisekunden auf die jeweilige Aufgabenstellung angepasst werden. Sie hilft nicht nur, größere Spaltmaße zu überbrücken, mit ihrer Hilfe könnte man im Prinzip beliebige Aufgabenstellungen direkt hintereinander abarbeiten, ohne erneut eingreifen zu müssen.
Egal ob man Profile, in diesem Fall sogar mit Radien miteinander verbinden möchte, verschiedene Werkstoffe wie Kupfer und Edelstahl fügen möchte, oder ob man eine Tiefenschweißung mit großer Haltbarkeit vornehmen möchte, das System passt sich programmgesteuert an. Eine bemerkenswerte Neuerung ist das AI-TAS-System. Mittels der integrierten Kamera und unter Verwendung von rund 2 Millionen Parametern, die Armada gemeinsam mit diversen Universitäten ermittelt hat, hilft AI-TAS einfach und schnell, das Programm auf das reale Teil anzupassen. Um ein gleichbleibend gutes Schweißergebnis zu gewährleisten, ist es wichtig, den Düsenabstand und die Fokuslage exakt zu ermitteln und einzustellen. Dies erfolgt sehr einfach über ein laserbasiertes Fadenkreuz. Um den Autofokus zu erklären, verweise ich ganz gerne auf einen Brillenträger. Die Brille kompensiert eine Fehlsichtigkeit, so dass die Person wieder klar und scharf sehen kann. Bei einer Laserschweißzelle ist eine präzise Fokussierung sehr wichtig, weil dies über ein gutes oder nicht so gutes Schweißbild entscheidet. Vor allem wenn man auf verschiedenen Ebenen schweißen muss, ist dies ein enorm wichtiger Faktor. Aber ich kann auch verschiedene Effekte erzielen. Bei der Einschweißtiefe zum Beispiel. Die Weaving-Funktion hatten wir bereits vorher besprochen, ich möchte sie dennoch kurz ansprechen, da diese Funktion durch die einzigartige Push-Pull-Funktion bei der Schweißdrahtverwendung optimal ergänzt wird. Man kann im laufenden Programm entscheiden, ob man mit oder ohne Schweißdraht arbeiten möchte. Hier sieht man ein Teilebeispiel, bei dem im Programm wechselweise mit oder ohne Schweißdraht gearbeitet werden kann. Dies hat unschätzbare Vorteile in puncto Schweißqualität und Bearbeitungsgeschwindigkeit. Um eine hohe Qualität und Prozessverfügbarkeit zu gewährleisten, wird das Schutzglas unterhalb der Linse permanent auf Abnormalitäten überwacht. Der Bediener wird entsprechend informiert, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Das Schutzglas kann bei Bedarf ganz einfach gewechselt werden. In der Serie überwacht das System sich über digitale Medien selbst und passt sich gegebenenfalls an. Hierzu muss der Bediener nicht zwangsläufig bei der Maschine bleiben. Je nach Ausbaustufe helfen 1 oder 2 Drehkipptische, den Aktionsradius des Roboters optimal zu erweitern. Danke, Marc. Das waren jetzt eine Menge Informationen. Könntest du bitte nochmal zusammenfassen, warum die FLW Ensys E gerade im Hinblick auf größere Spaltmaße so deutlich im Vorteil ist? Die FLW Ensys E kann deutlich größere Spaltmaße als alle anderen Systeme im Markt überbrücken. Dies liegt daran, dass sie verschiedene Schweißstrategien kombinieren kann. Hier sind diese Funktionen nochmals auf einen Blick. Das sind im Einzelnen die variable Strahlanpassung, das Weaving, die NC-Fokussteuerung sowie die Möglichkeit mit oder ohne Schweißdraht zu arbeiten. Wie sich das auswirkt, sehen wir hier noch einmal. Ohne irgendeine spezielle Technik kann das Spaltmaß etwa 10% der Materialstärke betragen. Unter Einsatz der Ensys-Technologie, des Weavings und der NC-Fokusfunktion kann das Spaltmaß etwa 30% der Materialstärke betragen, maximal jedoch 1 mm. Wenn man jetzt noch einen Schweißdraht einsetzt, kann das Spaltmaß 50% der Materialstärke, maximal jedoch 2 mm betragen. Ich glaube, dies ist einer der entscheidenden Punkte, der für viele Interessenten den Durchbruch darstellen kann, um in die Faserlaserschweißtechnologie einzusteigen. Vielleicht sollten wir noch etwas dazu sagen, wo die Faserlaserschweißtechnologie bereits heute eingesetzt wird, und ich denke, wir sollten noch mal ein paar Teilebeispiele zeigen. Erfolgreich etablierte Einsatzbereiche sind Kälte- und Klimatechnik, Abgastechnik, Maschinenbau, Medizin- und Nahrungsmitteltechnologie, Küchen-, Antriebs- und Pumpentechnologie und vieles mehr. Überall hat sich das Laserschweißen etabliert und der Markt wächst stetig. Das waren wieder viele beeindruckende Neuigkeiten. Vielen Dank auch an Marc, unseren virtuellen Freund, der alle Fragen, soweit es ging, irgendwie beantwortet hat. Wir würden uns freuen, wenn wir uns im Rahmen eines unserer Hausmessen in Hahn, in Reutlingen oder in Landshut treffen würden oder auch in unserem Schweißlaser-Kompetenzzentrum in Norditalien. Wenn Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne an die Ihnen bekannte Kontaktperson von Armada oder Sie schreiben mir eine E-Mail unter axel.wilun@armada.de. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und hoffentlich bis bald.